So, schauen wir mal jetzt, ob es funktioniert. So. Hoffe mal, dass das jetzt nicht hängt. Hab mal jetzt ein anderes Programm benutzt. Gucken wir mal, wie es damit läuft. Warten wir mal kurz, bis wir alle reinkommen. Ja, und dann tut mir auf jeden Fall leid für die Unterbrechung davor. Müsste jetzt viel, viel besser laufen. Sollte auch nicht mehr so hängen. Könnt mir kurz in den Kommentaren Bescheid geben, wie es ist, weil ich benutze jetzt ein ganz anderes Programm. Und ja, sagt mir Bescheid, bitte. Sagt mir bitte Bescheid. Ja. Ja. Ich muss kurz auch noch was kurz auf Facebook machen, damit wir auch hier alles klären, weil ich hatte das nämlich gepostet gehabt und es hat ja nicht funktioniert. Wie gesagt, hoffen wir mal, dass jetzt hier mit Streamlabs ein bisschen besser läuft. Ja, mein Omelette Arcade will irgendwie nicht mehr. Von daher, ja. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich hoffe, es ist alles okay hier. Machen wir kurz auch einen Soundcheck hier bei mir. Ich hoffe, ihr hört mich. Ja, läuft. Sehr gut. Ja, wie gesagt, tut mir leid. So, ja, danke fürs Zusehen. Wie gesagt, tut mir leid für davor die Unterbrechung. Im Rennen, also beim Rennstart, auf einmal hat es nicht mehr so funktioniert. Da hat mich Omelette Arcade rausgeschmissen und wir streamen jetzt mit einem anderen Programm und ich hoffe, dass das keine Probleme gibt. Lass uns hoffen, dass es jetzt geht. So, hinterlasst dem Video ein Like, nicht vergessen. Wenn ihr teilen möchtet in den Gruppen auf Facebook, macht es gerne. Bedanke mich bei euch, wenn ihr es macht. Und für jeden Like natürlich auch. Und wir machen mal eine Kiste auf und dann springen wir direkt wieder in den Serie 12 Rennen rein. Das Rennen davor, wo die Verbindung abgebrochen ist, habe ich eine Goldkiste bekommen, also auch gar nicht so schlecht. Ich hoffe, dass hier alles funktioniert, dass der Chat funktioniert und das Sound sollte funktionieren, haben wir ja getestet. Der Chat und alles. Schreibt mir mal etwas rein, damit ich auch weiß, weil wie gesagt, die Plattform ist jetzt neu hier mit Streamlabs. Das ist das erste Mal, dass ich damit streame. Und ich habe keine Ahnung davon, ob es funktioniert hier alles, ob der Chat geht und so. Normalerweise ja, habe jetzt mal was da reingeschrieben. Von daher sollte ja eigentlich funktionieren. Ja. Oh, Singapur. Hoffen wir auf einen guten Gegner hier. Ja, hi Mario. Ja, funktioniert. Der Chat funktioniert auch. Ich hoffe, die Qualität und der Sound ist besser oder genauso gut wie vorher. 12 und 15, es regnet in Singapur. Ja, dann springen wir mal rein hier. Bis jetzt alles gut. Hi Thomas, danke fürs Zusehen. Wie gesagt, Like nicht vergessen. Channel abonnieren, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und wir springen hier jetzt in die Rennen. Ihr könnt aussuchen nach diesem Rennen, was für ein Rennen wir machen, in welcher Serie wir fahren. Also lasst mich unten in den Kommentaren wissen, was für eine Serie wir danach fahren sollen. So, Start ein bisschen nicht so gut, aber passt. So, unser Charles Leclerc sollte jetzt Platz 10 machen. Sehr gut, wir beschleunigen auch bis zur oberen Hälfte. So, jetzt gehen wir runter hier mit beiden Fahrern auf Verteidigen. Sehr schön von Charles, der ist natürlich bei Nässe grandios. So, sehr gut, versuchen Position zu halten. Auto verhält sich auch sehr gut. Wir hatten ja schon darüber gesprochen gehabt. Ich bin wieder auf das alte Setup zurückgesprungen. Ich bin wieder auf Spirit runtergegangen. Hatte ja Whirlpool probiert
Und das war auch unser Problem. Deswegen haben wir uns ja auch nicht qualifiziert, weil wir halt Whirlpool benutzt hatten und das Auto war sehr instabil, sagen wir mal so. Oh, Charles Leclerc macht sogar hier noch eine Position. Können noch ein bisschen Gas geben mit ihm. Mit Verstappen gehen wir mal runter, tun ein bisschen Sprit sparen, weil der kommt auch nach 4 Runden rein. So, Charles Leclerc hier sehr schön auf Position 8. Halten jetzt die Position. Wie gesagt, schreibt mir unten in die Kommentare in dem Rennen hier, was für eine Strecke wir danach fahren. Was für eine Strecke, sorry. Was für eine Serie wir danach fahren. Ihr könnt hier aussuchen, wo wir fahren sollen. Hier nochmal Charles Leclerc. Gas geben bei Start und Ziel. Versuchen noch Platz 7 zu machen. Nope, das wird nix. Wir gehen hier runter. Das müsste auch Valtteri Bottas vor uns. Nein, das ist Charles Leclerc vor uns. Das ist ein Ferrari. Ups, sorry. So, und Charles Leclerc lassen wir in die Pits kommen oder pitten wir mit Verstappen? Ich denke mal, wir pitten mit Charles. Machen hier einen Undercut. Trocken wird es nicht, also es wird die ganze Zeit regnen hier, also gehen wir jetzt rein mit Charles. Sehr, sehr schön. Sehr gut, kommt direkt hinter unseren Max Verstappen raus. Können jetzt mit ihm auch auf Verteidigen gehen, damit wir die Leute heute gehabt haben, die abhalten. Das sieht auch gut aus. Sehr gut. Kommt jetzt in den Pits, unser Max. Und Charles kann hier ein bisschen beschleunigen, da kommt auch die ganzen anderen kommen ja auch rein. Von daher machen wir gehen wieder auf Position 9 jetzt hier. Vor uns haben schon alle gepittet, haben leider, wir haben eine Position verloren, aber die holen wir uns gleich wieder im Rennen. Ton schlecht, Mario, sagst du? Okay. Ich muss mich mal damit auseinandersetzen, hier mit diesen ganzen Programmen, die wir ja alle haben. Voll verzerrt. Okay. Muss ich mal nach dem Rennen gucke ich mal. Hier noch ein bisschen Gas geben wieder. Start und Ziel immer. Können eigentlich bei Regen. Da ist nicht viel zu machen in Singapur, genau wie auch bei anderen Strecken. Da muss man schon Boosts benutzen. Sag mal Bescheid, wenn es besser wird oder sogar noch schlechter. Ich hoffe, dass es dieses Rennen noch hält. Hier wieder ein bisschen Gas geben hier mit Charles. Jetzt hier gleich. Wieder runter. Jetzt letzte Runde. Da können wir Vollgas geben. Versuchen noch. Immer noch gleich Mario. Okay. Ah, scheiße. Wir können die letzte Runde Vollgas geben. Mit beiden Fahrern. Gucken wir mal. Also ich höre mich hier gut, weil ich habe das iPad hier neben laufen. Ja, geht eigentlich. Ist eigentlich ganz okay. Schaffen wir noch hier mit Charles hier noch Valtteri Bottas? Nein, schaffen wir nicht. Valtteri Bottas hat ja noch 10% Boost, deswegen hat er uns hier nicht vorbeigelassen. Gar keine Chance. Platz 9 mit Charles und Platz 13 mit Max Verstappen. Easy Win. Hoffen wir auf eine legendäre Kiste als Wiedergutmachung. So läuft es wieder, aber sobald du redest, knallt es so. Okay. Hm. Leider nur eine grüne Kiste.
Und ich denke mal, jetzt müsste der Sound wieder gut sein, ja. Sobald man dann in ein Rennen springt, dann hängt es wieder, was sehr, sehr komisch ist. Das ist echt komisch. Ai. Muss mich mal da so ein bisschen hinsetzen, muss mal ein bisschen gucken. Jetzt gut, ja. Liegt am Rennen, deswegen, ich denke mal, ich mache mal hier die Musik einfach mal ein bisschen runter und auch Ton, weil vielleicht stört das ja unsere Sprache hier. Ja. Machen wir die goldene Kiste auf hier. Gucken wir mal, was da drin ist. Vielleicht kriegen wir ja unser True Grit. Da kriegen wir schon mal einen Bug. Sergio Perez. Method. Oh, und da ist ein episches Teil. Eine Sache ist da drin. Los geht's. Daniel Ricciardo. Zweimal hintereinander. Das ist ja nichts. Wir machen direkt die nächste goldene Kiste rein. Wie gesagt, wir warten auf ein Teil. Ja. So, gucken wir mal. Fahren wir noch ein Serie 12 Rennen. Gucken wir mal, wie die Verbindung jetzt ist. Wartet mal kurz. Ich bringe mal kurz in Streamlabs rein. Nee, das geht so nicht. So, jetzt. Ja. Wie schaut's aus? Ich denke mal besser. Ja, man muss sich ein bisschen legen. Wie gesagt, ich habe die App gerade auch erst runtergeladen und habe direkt den Livestream gestartet. Ich hoffe, dass alles gut ist. Gut. Okay. Dann springen wir mal in ein Serie 12 Rennen. Und in dem Rennen könnt ihr jetzt entscheiden, welche Serie wir danach fahren. Ich werde dann auch keine Kiste öffnen, sondern werde dann in Serie 10, 11, 9, 8, wo ihr möchtet. Wo befindet ihr euch im Moment? Was möchtet ihr gerne wissen? Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt in die Chatbox. Ja? Schreibt rein, lasst mich Bescheid wissen. Habt ihr euch qualifiziert für heute? Wenn ja, wie sieht's aus? Ich habe mich leider nicht qualifiziert, wie ihr auch gesehen habt. Ich habe ja heute Nacht was gepostet, schon wieder Singapur. Ja? Diesmal trocken, diesmal haben wir auch bessere Chancen auf bessere Positionen hier. Sehr schön, Platz 13 und Platz 14. Ach, es regnet wieder. Das ist ja Wahnsinn. Ai. Hi, Ibo. Hi. Also, ich würde mir mal wünschen von dir eine Rennserie 11. Aber, ja, jetzt kommt das Aber. So, starten, wieder beschleunigen hier. Sehr, sehr eng hier alles. Wie wir sehen, unser Max Verstappen macht hier einen besseren Start. Charles Leclerc verliert hier einiges an Plätze. Versuchen, ja, sehr gut, haben wir nochmal 2 Plätze gemacht. Bleiben auf Vollgas. Unser Gegner hat es hier ein bisschen schwerer wie wir. So, hier mussten wir eigentlich runter. Hab das vergessen hier mit Max Verstappen. Wir gehen aber jetzt runter, alles gut. Keine Serie 11 Teile und die besten Fahrer. So ist meine Situation. Deswegen, ja, können wir mal gleich gucken. Mit was für einem Setup fährst du da, Mario? Was hast du geschrieben? Kein Serie 11 Teil. Mit was für Teile fährt man denn da? Also fährst du da? Fährst du mit Apex und also mit den anderen epischen Teilen? Da ist Serie 11 ein bisschen schwer. Ich habe ja auch auf dem Kanal hier habe ich bis Serie 10 habe ich ja Gewinnstrategien hochgeladen, also wie wir am besten von Serie 1 bis Serie 10, also Serie 1, da lüge ich jetzt, von Serie 3 bis Serie 10, wie wir da am besten fahren. Und Serie 11, ja, die Serie 11 ist wirklich schwer. Da ist es wirklich besser, schon Serie 11 und Serie 12 Teile zu haben, weil von Serie 10 auf Serie 11 gibt es halt so einen Riesensprung. Ja, und das ist halt so ein Ding. So, hier wieder Gas geben mit Max Verstappen auf der Geraden. Vielleicht kriegen wir hier, müsste Alonso sein, ja. Nein, Ocon, kriegen wir nicht. So.
Ja, ist ein bisschen ärgerlich, Mario. Wie schon gesagt, Serie 11 und Serie 12 Teile sollten dann schon in Serie 11 vorhanden sein. Gewinnen in Serie 11 ist nicht so leicht. Unser Charles Leclerc hier macht nicht unbedingt die beste Arbeit. Deswegen, wir fahren mal eine andere Strategie. Hier fahren mit beiden Fahrern eine 4-3. Haben auch einen guten Gap hier. Kommt jetzt nach der Runde hier rein, unser Max Verstappen. Und hier mit Charles kommt jetzt auch rein. Ibo, ich nehme Charles, weil mein Charles auf 6 ist. Und von den Werten her aktuell der zweitbeste Fahrer ist, den ich habe. Natürlich Max Verstappen ist bei mir auf 5. Der ist top. Bin auch sehr, sehr zufrieden mit ihm. Und mit Charles, bin ich ehrlich, das sind so gemischte Gefühle, die ich habe mit ihm. Manchmal macht er gute Rennen, manchmal nicht so unbedingt. Ich hatte vorher Russell, allerdings, wo jetzt Charles dann auf 6 gekommen ist. Charles ist halt gut in Reifenmanagement etc., hat aber 6 Punkte weniger wie Max Verstappen beim Überholvorgang. Und das ist etwas, was mich ja auch ein bisschen so stört. Von daher, ja. Ich warte, bis wann Russell brauche ich noch 15. Noch 15 Mal. Dann habe ich Russell auch auf 6 und dann würde ich auch Russell definitiv benutzen, anstatt dann Charles Leclerc. So, Charles Leclerc hätte lieber einen Undercut machen müssen, jetzt hier in dem Rennen. Trotzdem alles okay. Konnten ein bisschen ausprobieren, weil unser Gegner halt, unser Rivale, nicht unbedingt der Beste ist. Also konnten wir ein bisschen was ausprobieren hier. Aber am besten wirklich einen Undercut machen mit dem Hintermann. Also eine 3-4, dann mit dem Hintermann und mit dem Vordermann kann man dann eine 4-3 fahren. Ja. Hier wieder ein bisschen Gas geben. Max Verstappen könnte jetzt eigentlich auf Vollboost bleiben und Charles auch. Ja, bei dir, Mario, wenn du Serie 11 fährst mit nicht unbedingt die Teile, dann gehst du bitte auf lang. Ja? Versuch Serie 11 so zu fahren, dass du wirklich auf lang gehst. Das heißt, dass du dann auch wirklich auf harten Reifen rausgehen musst, so gesehen. Und ja, versuch so gut wie möglich auf der Strecke zu bleiben, so lange wie möglich. Versuch die Position zu verteidigen und versuch die Gruppe zu beobachten. Schau einfach nach, wie fahren die Leute vor dir, wie fahren die Leute hinter dir und versuch da eventuell einen Undercut oder einen Overcut zu machen. Aber sonst fahr lieber in Serie 10, mach vorher die Flaggen voll, versuch deine Serie 11 und Serie 12 Teile zu kriegen, indem du in den Grand Prix vielleicht da den ein oder anderen, die eine oder andere Kiste hast und mit ein bisschen Glück kriegst du dann auch deine Teile daraus. Aber sonst ist es echt sehr schwer, seitdem die uns die Rennkiste hier weggenommen haben vom Spiel, ist es nicht leicht, an diese Teile heranzukommen. Ja, das ist sehr, sehr schade, aber so ist das im Moment. Und das können wir auch nicht ändern. Ja. Ja, Max Verstappen Platz 11 kommt nach Hause. Charles Leclerc nur auf 18. Bei Regen Singapur, das ist wirklich so eine Sache. Also ohne Boosts, erst recht in Serie 12 mit meinen Parts, da ist nichts. Ja, da ist nichts mit Überholen und da ist auch nichts mit Rock'n'Roll, so, ne, Ibo, da ist nichts damit. Da müssen wir halt hoffen, dass es trocken ist und dann, ja, auf trockener Fahrbahn Singapur macht mir persönlich sehr, sehr viel Spaß. Ist auch ein sehr, sehr guter Circuit zu überholen, etc. No, wieder eine grüne Kiste leider. Können wir in Serie 11 machen, um auch ein bisschen Spaß zu haben. Ja. Serie 12. Wir fahren mal in Serie 11. Ne? Hoffen wir auf einen guten Gegner, auf eine gute Strecke. 14,93. Mhm. Dann gucken wir mal. Abu Dhabi. Ibo, das ist ja was für dich hier. Ne? Jetzt gucken wir mal, was wir hier so rausholen können. Würde auch gerne so fahren mit starken Fahrer, geht aber nicht, weil ich immer den dann an Leute gerate, die mit Hydra und so weiter fahren. Ja, das ist nämlich das Ding.
Das ist halt, ja, ist halt nicht so leicht, diese ganze Chose. So, Platz 9 und Platz 10 in Abu Dhabi. Ja, und ja, dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Ja. So, wie schon gesagt, Softs voll Power und auf Medium auf regulär rausfahren. Hoffen wir auf einen guten Start jetzt hier von beiden Fahrern. Unser Charles macht gerade ein bisschen Show hier, muss eigentlich jetzt nach links ziehen. Jawohl, da zieht er jetzt auch nach links, weil sonst hätten wir nämlich noch mehr Position verloren. Unser Max Verstappen, der bleibt auf Platz 10. Bleibt hinter unseren Charles. So, jetzt gehen beide auf regulär für die Schikane, weil die Schikane ist sehr, sehr gefährlich. Und ihr seht, zack, da haben wir mal einen Platz mit beiden Fahrern gemacht. Jetzt macht Charles sogar noch ein Plätzchen, den müssen wir auch verteidigen, gehen jetzt wieder auf regulär hoch. Sehr, sehr gut, können hier wieder Gas geben. Wen haben wir vor uns? Wir haben jetzt wieder Soft, also werden wir hier definitiv einen Undercut machen. Gehen hier wieder runter, kommt in die Box, gehen hier auf regulär mit beiden Fahrern. Sehr gut von Max Verstappen. Charles hat so ein bisschen gehangen, aber passt. So, und wie gesagt, wir fahren hier mit Charles Leclerc eine 2-3-3. Und mit Max Verstappen fahren wir eine 4-4, was sich sehr, sehr gut lohnt, weil wir haben hier vor uns einige hier auf Soft. Haben noch 4 Leute auf Softs, die jetzt nach dieser Runde definitiv tanken müssen. Die wir dann hier mit Charles Leclerc, mit Max Verstappen überholen können. Außer Platz 1, das wird ein bisschen knapp. Der Carlos Sainz auf Softs vor uns auch. Und hier können wir ein bisschen Gas geben, haben Platz. Charles Leclerc auch auf regulär wieder in der Schikane. Hängt, leider. Sehr, sehr schade. So, komm, Gas, 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 Max Verstappen. Carlos Sainz, jawohl, haben wir auch gemacht. So, sind schon auf Position 3. Charles Leclerc hängt da so ein bisschen hinterher da. Wir müssen jetzt auch rein mit Max. Gehen hier wieder auf reguläres Fahren. Sehr gut, behält Position 3. Oh, Charles Leclerc hat hier einiges vor sich. Hier Platz 13 und Platz 12. Die beiden Alpines hier, die nicht unbedingt uns helfen, hier Positionen zu machen. Kommen jetzt rein mit Max, auch mit Platz 1 und Platz 2. Die kommen jetzt alle rein. Sind mal für kurze Zeit auf Platz 1. Kommen jetzt wieder raus, sehr, sehr schön. Und haben jetzt vor uns die Herrschaften hier mit Medium und auf Hard. Gehen wir mit Max wieder runter, versuchen jetzt für Charles Leclerc ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ja, die Schikane, Ibo, wie gesagt, auf regulär, so fahre ich eigentlich da immer. Ah, scheiße, habt ihr das jetzt gesehen? Da habe ich mal mit Max Verstappen leider auf Verteidigen gemacht und habe direkt die Position abgeben müssen. Also immer auf regulär in der Schikane ist eigentlich so am besten. Auf Vollspeed probiere ich sehr selten, weil ich da immer Angst habe, dass ich irgendwie dann einen Unfall baue. Aber sieht doch gut aus hier. Max Verstappen auf Position 7. Haben noch vor uns 2 Leute, die noch pitten müssen. Das heißt, wir werden definitiv noch diese 2 Positionen für uns gewinnen. Und unser Charles Leclerc kann jetzt auch mehr Gas geben hier. Die Schikane, wenn da keiner vor dir ist und keiner hinter dir ist, dann kann man natürlich auch voll Push reinfahren. Aber ja, come on. Come on, guck mal da, Charles Leclerc, 2 Positionen in der Schikane verloren, obwohl unser Rivale hier auf Hard vor uns ist. Wahnsinn. So, Max Verstappen macht hier nochmal 2 Plätze. Ja, hier. Wir haben hier wieder das Problem jetzt hier vor uns, hier mit Charles Leclerc, dass Alonso nicht an Bottas vorbeikommt. Bottas überholt sogar noch jemanden. Ah ne, der war in den Pits. Alles cool, alles entspannt. So, jetzt haben wir ihn gemacht. Jetzt wieder auf regulär. Und jetzt müssten wir doch auch, jawohl, haben wir auf regulär auch Bottas geklärt. Habt ihr gesehen in der Schikane, sehr, sehr schön gemacht. Können wieder hier jetzt Gas geben und versuchen jetzt den Rivalen zu machen. Haben mit Max Verstappen schon mal ein Podium und haben jetzt vor uns jetzt hier den Ferrari auf Hard. Und den versuchen wir jetzt in der Schikane zu klären. Auf regulär natürlich. Charles Leclerc fährt auch in die Punkte. Oh, das war knapp. Nein, haben wir nicht geschafft. Wir müssen auch runter, weil sonst haben wir kein Gummi mehr. Ja, jetzt haben wir ihn gemacht. Platz 2, da haben wir ihn.
und versuchen jetzt so gut wie möglich hier, push, 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 push. Ja, das wäre sogar fast noch Platz eins gewesen, aber da hatten wir keinen Reifen mehr. Müssen auch mit Charles Leclerc hier aufpassen. Wir haben nämlich auch keinen Reifen mehr mit ihm. Und auch noch gar keinen Sprit mehr. Aber Platz 9 verteidigen wir. Sehr schön. Platz 2 und Platz 9. Mit Charles Leclerc die 2-3-3 ist nicht unbedingt perfekt ausgegangen. Aber trotzdem zufrieden. Ja. Abu Dhabi, ich wünsche mir, dass ich ein paar Startreihen vorne, ja, wenn man da Platz 1 und Platz 3 im Qualifying fährt in Abu Dhabi, dann hat man nicht unbedingt die Probleme, dann würde ich auch eine 2-3-3 und eine 3-3-2 fahren auf Softs und einfach wegfahren. So schnell wie möglich weg von dem ganzen Pack hinter uns. Ja. Machen hier noch zusammen die Goldkiste auf, mit Hoffnung auf das letzte Teil, was ich noch brauche, True Grit. Oh, Instinkt bekommen, sehr schön. Auch mal gut, dass da wieder Boosts drin sind. Schon lange nicht mehr aus den Kisten Boosts bekommen. Oh, haben wieder so gesehen eine epische Sache da drin und jetzt los, komm. Schon wieder Daniel Ricciardo. Also das ist ja zweimal hintereinander jetzt aus der Goldkiste Daniel Ricciardo bekommen. Das ist ein bisschen schade. Und springen wir wieder in Serie 12 und hoffen wieder auf eine gute Kiste. Um wieder mal auf diesen Livestream-Programm da zu kommen. Ich würde mir ein Programm wünschen, wo ich auch rechts und links etwas einblenden kann und nicht einfach nur ein blankes Gameplay, so wie jetzt. Muss ich mal schauen. Wie gesagt, in Zukunft werde ich mich mal auf jeden Fall da hinsetzen. Und ja, ihr vergesst natürlich nicht, ein Video ein Like dazulassen, damit wir den Algorithmus natürlich ein bisschen pushen, damit wir hier nach vorne kommen auf YouTube, damit uns noch ein paar Leute hier natürlich zuschauen. So, fahren in Austin. Austin ist auch immer so eine Sache. Ja. Es sind einer meiner Lieblingscircuits, weil wir hier auch viele Fehler machen können, die auch passieren. Ja. So, und das ist halt immer so eine Sache hier. So, fahren wir mit beiden auf Vollgas. Ibo sagt, doch, hatte gestern doch Probleme, meine Piloten beide am Start weg. Was passiert? Sie stören sich selber. Ja, das kann auch manchmal passieren. Deswegen, es ist auch ein bisschen random, ja. Es ist halt wie auch in der richtigen Formel 1, dass einfach manche Sachen passieren, so wie heute auch. Da, wo Lewis Hamilton einfach mal in Alonso reingefahren ist, da steckt man halt nicht drin. Ja. Lewis Hamilton natürlich sehr enttäuscht, haben wir ja gehört. Ja. Und meiner Meinung nach auch, Hamilton definitiv das war seine Schuld, ihm da so reinzuballern. So, hier jetzt Vollgas. Wir können hier Vollgas bleiben auf 2 Runden mit Charles, werden wieder eine 2-3-3 ausprobieren. Eine 3-3-2 empfehle ich nur, wenn wir wenn wir Position 1 bis Position 5, 6 sind. Da würde ich ungefähr dann auf eine 3-3-2 switchen. Alles, was dahinter ist, definitiv da sind wir jetzt auf Position 6. Habt ihr das gesehen von Charles? Wahnsinn. Ja. Bleiben noch weiter auf Voll Push. Ja, Kommentar von Alonso war top, Ibo, auf jeden Fall. Hat er auch recht. Ist auch ein Idiot. Was macht er denn da? Ja, der weiß doch, wie der sich da zu verhalten hat, der Hamilton, aber hat er anscheinend nicht gemacht. So, hier, wir kommen, denke ich mal, rein. Müssen wir mal kurz gucken. Wir fahren weiter. Wir haben nur 2 Leute vor uns, müssen aber das Auto, wenn wir hier eine 3-3-2 fahren, müssen wir das Auto zweimal reparieren. Ja, und ja, können aber jetzt, jawohl, sehr, sehr schön, haben hier George Russell vernascht. So musste das auch sein. Und ihr seht selber, unser Max Verstappen hier auf Medium fährt gut, ja, gar keine Probleme. Ihr wisst ja, das Setup, was ich im Moment benutze, ist mit Spirit. Ich bin da sehr, sehr zufrieden mit mehr Power zu fahren und mit mehr Zuverlässigkeit. Ich bin auch der Meinung, dass wenn man mehr Zuverlässigkeit hat, dass wir nicht so oft überholt werden. Ja, das Auto steht einfach besser und kann besser blocken. So, hier ein bisschen Gas mit Max. Versuchen jetzt die ganzen Jungs zu überholen, die hier in der 3. Runde reinkommen. Haben auch noch einen Alpine vor uns hier, aber nein. Ach, schade. Da hätten wir 2 Positionen machen können. Den Alpine haben wir gemacht. Sehr schön. Gehen jetzt mal runter vom Gas mit Max. Muss jetzt auch wieder pitten. Guckt euch das an. Max Verstappen jetzt hat einfach mal eben so 2 Plätze verloren. Warum? Keine Ahnung. Ja, dann geben wir ein bisschen Gas mit Charles. Kommen gut weg. Hinter uns hier George Russell auf Softs, der jetzt ein bisschen Druck macht auf uns.
Versuchen den so gut wie möglich hier zu blocken. Jetzt macht Charles auch noch hier einen Fehler, aber alles entspannt. So, der Alpine kommt rein, das müsste Alonso sein da vorne. Den klären wir jetzt. Jetzt haben wir vor uns noch 3 Leute, die pitten mit Charles. Und Bottas auf Hard vor uns. Versuchen wir jetzt auf der Geraden zu klären. Und zwar hier. Können hier Gas geben. Gucken wir mal, ob wir nah herankommen. Nein, kein DRS. Vielleicht hier nochmal. Nein, will er nicht. Gehen wir runter. Müssen ja nicht unnötig hier Sprit verbrauchen. So, da kommen 2 Leute rein. Ob wir die jetzt schaffen? 3. Jetzt müssen wir Bottas machen. Nein, will er nicht. Will er einfach nicht machen. Vielleicht außen. Von außen jetzt. Nein, natürlich nicht. Wahnsinn. Verstappen Platz 13, sehr schön Platz 12, hat schön, jawohl, hat hier Yuki Tsunoda gemacht, sehr, sehr gut. Manchmal hält er uns auf, manchmal nicht. So, müssen mit Charles Leclerc jetzt pitten. Verlieren die Position noch? Nein, wir lassen die Mercedes schön hinter uns. So, jetzt hier Gas geben. Und ihr seht selber, wir haben jetzt für die letzten 2 Runden noch genug Sprit. Reifen natürlich auch. Reparieren müssen wir 2-mal, hatte ich ja gesagt. Bei einer 332 sollte man dann schon 2-mal reparieren. Unser Setup ist noch nicht so weit, dass wir uns das erlauben können, hier nur einmal zu reparieren. Unser Max Verstappen wird hier gesandwiched, kriegt aber trotzdem noch den Alpine gebacken. Sehr, sehr schön. Norris Gegner hat ein Problem, Platz 24. Unser Gegner hat leider hier nicht unbedingt eine Chance gegen uns, was gut ist. Hier nochmal Gas geben und Charles kann auch Vollgas geben. Was mache ich denn da? Haben jetzt hier noch ein paar Leute vor uns, die wir eventuell sogar angreifen können. So, sehr, sehr schön. Yep. Charles Leclerc will nicht so viel Gas geben, aber den lassen wir jetzt noch pushen. Runter mit Max. So, jetzt hier. Komm. Da, komm, Charles. Vor uns hat einer auch einen Defekt. Ja, da hat Hamilton uns ja aber mega geblockt hier, ey. So, jetzt. Nein, will er auch nicht. Wir müssen ein bisschen runter vom Gas. Wir haben kaum noch Sprit. Gehen auf regulär. Jetzt nochmal Vollgas. Platz 6. Platz 6 haben wir gemacht. Sehr schön. Und Platz 10. Sehr, sehr gut. Bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Wie gesagt, Spirit macht auf jeden Fall einen riesen Unterschied. Mit Whirlpool, ich weiß nicht, was ich mir da gedacht habe gestern, in die Qualifikation reinzufahren mit Whirlpool. Das ist definitiv noch nicht das Getriebe, was ich verwenden kann für mein Setup. Deshalb fahren wir auch die Woche jetzt mit Spirit und wir können ja nächsten Monat wieder mit unserer Liga wieder aufsteigen, so wie es aussieht. Und da müssen wir definitiv auch Punkte holen. Sehr, sehr viele Punkte, dass wir dann auch aufsteigen mit meinem Club. Wieder eine Goldkiste. Ja, wie immer. Immer goldene Kisten, die regnen, was gut ist, auf eine Art und Weise. Ich würde mir aber schon eher dann andere Teile wünschen. Also hier so eine schöne Platinkiste oder eine legendäre heute. Das wäre doch schön für einen Sonntag. So, nochmal Selbstkontrolle. Nicolas Latifi. Oh, wir haben episches Teil haben wir in der grünen Kiste. Komm, lass es True Grit sein. Nein, es ist Claw. Knapp daneben. Dann knallen wir noch eine grüne Kiste rein und machen noch ein Rennen in Serie 12. Oh, 1651, Christopher Graves. Ja, das ist ein Kollege von Gaming with King. Und wir fahren in Monza. Und Ibo, wir werden hier Boost benutzen. Ja, der Gegner hat mehr wie 100 Punkte mehr wie wir, also da müssen wir jetzt Gas geben. Das wird ein gutes Rennen. Qualifying sollte auch 16 und 17 sein. Irgendwie sowas. Auch 14 und 15, sehr, sehr schön, aber ihr seht selber, der Erste da, der fährt Platz 7. So, wir fahren hier mit ein paar Boosts, nicht unbedingt, ich weiß nicht, wir fahren hier doch mit Straßenhai, fahren wir hier mit Charles und mit Max Verstappen brauchen wir definitiv
ein bisschen mehr Reifenkontrolle und wir hauen mal ewiges Feuer rein und fahren mit ihm auf Medium raus für 4 Runden und dann werden wir ihn, denke ich mal, auf Hard switchen. So, ja Mario Junior, ihr müsst euch eure Liga auch anschauen, wo ihr eure Punkte holt. Wichtig ist, dass wir ins Finale kommen, richtig? Das ist das Wichtigste. Ja, so hier, hoffen wir auf einen guten Start jetzt von beiden Fahrern. Komm, Alonso müssen wir machen. Alonso müssen wir machen. Sehr gut. Charles Leclerc geht nochmal auf Platz 11. Wir müssen jetzt leider auch ein bisschen runterfahren hier. So. Sehr gut. Unser Max Verstappen hat da noch geschafft, Platz 12 zu holen. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen auch wieder Gap öffnen. Und dann mit Schwung versuchen wir, Platz 10 zu überholen. Der vor uns, das ist Sergio Perez auf harten Reifen. Gucken wir gleich, dass wir ihn eventuell in der 3., 4. Kurve machen. Reifen sieht gut aus. Wir kommen auch mit Charles jetzt wieder rein. Wir machen eine 2-3-3 mit ihm. So, jetzt hier eventuell, nein, sieht nicht gut aus. Da eventuell nein. Will er auch nicht. Ist noch ein bisschen zu eng. Deswegen gehen wir mal runter. Fährst gegen einen NPC, sagst du Mario, ja? Ich denke mal schon, dass er von Hutch benutzt wird hier. So, das sieht doch gut aus hier mit Max. Können eventuell auch die letzten 4 Runden hier mit ihm reinkommen. Unser Charles Leclerc kommt auch gut in die Boxeneingasse rein und kommt auch wieder gut raus. Ja, sollte ein Bot sein, definitiv. Können hier wieder Gas geben. Ne, er ist da. Er ist da. Ja, also Mario, kein NPC. Kann er auch gar nicht, weil der hat ja auch Boosts drin und das wird dann für uns natürlich noch schwerer. So, jetzt fährt mit Bottas und Norris, ja, das wird hart. Hartes Rennen hier, sehr, sehr hartes Rennen, realer Spieler. So, müssen jetzt mit Max Verstappen rein und den werde ich auf Hard switchen und komplett für 4 Runden auf Vollboost. Unser Gegner fährt eine 5-3 in Monza. Weiß ich nicht, ob das unbedingt gut ist. Werden wir gleich sehen. Komm schon, Charles muss jetzt hier Platz 16 machen, ey. Und wir werden wieder gehindert und verlieren hier kostbare Zeit. Machen ihn aber hier, sehr schön, Platz 10. Können eigentlich Platz 9 sogar, sehr gut. Und jetzt muss Max Verstappen Gas geben. Habe jetzt verpasst, mit ihm Gas zu geben bei der Boxenausfahrt. Habe jetzt den Platz an Kevin Magnussen abgeben müssen, aber passt. Und wir kommen jetzt hier mit Charles Leclerc, kommen wir auf Medium raus und geben auch volle Kanone. Unser Gegner hat sich ausgepittet, der muss nicht mehr in die Pits und wir müssen jetzt so schnell wie möglich hier raus mit Charles. So, sehr, sehr gut. Haben definitiv noch 3 Leute vor uns, die noch pitten müssen. 4 sogar. Oder sogar noch ein bisschen mehr. Ne, 4. 4 Leute, die noch hier pitten müssen. Das heißt, die machen wir auf jeden Fall. Aber unser Gegner hinter uns auf Platz 17 wird, denke ich mal, auch noch einiges an Plätze gut machen. So, come on. Wir müssen Gas geben hier. Unser Max Verstappen auf Hard ist nicht so leicht, jemanden zu überholen. Deswegen gehen wir mal kurz auf Verteidigung mit ihm. So, da kommen jetzt die Jungs rein hier. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Platz 9 und Platz 10 wird allerdings trotzdem nicht so leicht, dieses Rennen hier zu gewinnen. Wir haben noch vor uns 3 Leute auf Medium, die aber auch nicht unbedingt so viel Profil haben. Und da müssen wir jetzt mal abwarten. Mal gucken, was da jetzt passiert. Ich hoffe, dass wir mit Charles Leclerc noch die ein oder anderen Positionen machen können, um natürlich die Punkte mit nach Hause zu nehmen hier. Wir müssen noch 2 Punkte fahren, mindestens. Da kommen noch ein paar Leute in die Pits. Das ist gut. Einer kommt noch rein. Das wären schon mal 2 Punkte, die wir klären. Jetzt muss ich auch noch runter mit Leclerc. Kaum noch Sprit da. Wir lassen Max Verstappen durch. Habe in den ersten 2 Runden zu viel Gas gegeben. So, haben wir ihn jetzt durchgelassen. Das wird nix. Das wird nix. Unser Gegner macht sogar Position 1 hier. Ey, Wahnsinn. Also das ist krass.
Ah, uns würden 2 Punkte fehlen. 2 Punkte, so jetzt. Platz 6. Platz 6 und Platz 7, wir haben gewonnen. Ja, schaut euch das an. Macht unser Gegner da noch was? Nein. Platz 14. Sehr schön. Platz 6 und Platz 7. Insgesamt 37 Punkte in Monza. Sehr gut. Ja. Schauen uns mal das Setup an. Habe auch die schnellste Runde, haben wir auch hier gemacht. Wahnsinn. Schaut euch das an. Lando Norris fährt hier mit einer 4-4. Geiles Rennen. Norris auf 8, Leute. Ja. Norris auf 8. Hier, schaut euch das Equipment an. Das ist gutes Setup. Wenn derjenige hier auf Spirit gegangen wäre, dann hätten wir null Chance gehabt. Allerdings hat er auch eine andere Strategie. Ich weiß nicht, warum der da mit Bottas ist der eine 4-4 auf harten Reifen gefahren. Ich habe keine Ahnung, warum der sowas macht. Hätte er auch anders machen können. Aber ja, ihr seht, man kann auch so gewinnen. Super Setup, der Typ. Ja, Top Setup. Aber wir haben gewonnen. Leider auch nur eine grüne Kiste. Das wäre auf jeden Fall eine legendäre gewesen. Meiner Meinung nach. So, machen noch eine Kiste auf und machen noch ein Rennen, Leute. Und dann sage ich auch mal Tschüss für heute. Wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag, schönen Abend bei euch. Ich habe hier noch den ganzen Tag vor mir. Und deshalb machen wir noch ein Rennen und dann bin ich auch dann erstmal weg. Hoffen wir auf einen guten Gegner, wieder auf einen realen Spieler, wäre schön. Das wäre auf jeden Fall top. Ich rauche mir noch eine Zigarette mit euch, machen noch ein schönes Rennen hier und ja. Du sagst, Ivo, die Jungs im Club sind unglaublich. Sie kämpfen mit Titan Tracer. Ja. Ist halt auch schwer jetzt, wie gesagt, Serie 11 und Serie 12 Teile zu kriegen. Ist nicht gerade leicht, wirklich. Ist ein bisschen doof. Ohne Rennkiste ist es echt ein bisschen schwer. Ja, selbst wenn man jetzt, sagen wir mal, 10 Euro oder 20 Euro auflädt, selbst wenn man sich den Pitpass holt, ja, für 5 Euro monatlich, da sind keine Serie 12 Teile drin. Was ich auch sehr scheiße finde. Finde ich nicht unbedingt cool von denen, dass die sowas machen. Aber ja, da müssen wir halt gerade mit arbeiten, ne, im Moment. Ja, dir drücke ich die Daumen, Ibo. Du hast ja nur 11 Leute in der Gruppe. Ich hoffe, dass du ein erfolgreiches Finale hast und eine schöne Kiste kriegst. So, wir fahren hier auch wieder eine 2-3-3 und eine 4-4. Das Einzige, was sich ändert, Leute, in der Strategie, sind, wenn ihr die Position weiter vorne fährt, wenn ihr euch hier in der Top 10 qualifiziert und angreifen könnt, dann auch eventuell dann Platz 7, Platz 6, Platz 8, sowas um den Dreh, dann kann man eine 3-3-2 fahren und eine 2-3-3 und die 4-4, die fällt dann komplett weg. Ein guter Fahrer fährt nur auf Softs, ja, wenn ihr euch auf Platz 1 und Platz 2 qualifiziert, dann braucht ihr nicht auf Medium oder auf Hard zu fahren. Ja? Das ist nämlich das Ding. Eine 2-3-3 auf Softs ist aktuell in meinem Stand sehr gut. Und später werden wir dann eine 3-3-2 und eine 2-3-3 fahren. Das ist dann die beste Strategie. Kommen wir nicht an den Vordermann vorbei. Pierre Gasly in den Alpha Tauri. Keine Chance. Kommen jetzt auch in die Pits, machen einen Undercut auf die komplette Armee hier. Können hier jetzt mit Max ein bisschen Gas geben. Sehr schön. So, kommen jetzt hier Platz 24 raus. Jawohl. Sehr gut. Beschleunigen auch bis zur Geraden, da wo jetzt Max Verstappen ist. Und dann gehen wir runter vom Gas. Und da jetzt auch noch einen Platz gemacht. Sehr schön. Platz 23, Platz 22. Sehr schön. Wenn Hutch dich nicht ändert, ist das Spiel kaputt, meiner Meinung. Wenn Hutch das nicht ändert. Ja, wie gesagt, Hutch weiß, wir selber wissen auch noch gar nicht, was die da genau machen. Ja, das kommt ja auch dazu. Ich bin auch der Meinung, dass die Updates, die sie machen, dass die uns nicht unbedingt alles sagen. Ja? Die sagen nicht unbedingt die Wahrheit. Sagen wir mal so. Ja, also müssen wir auch immer darauf achten, die balancieren immer das Equipment. Jetzt haben die Mirage wieder geändert. Ich hatte ja ein Video hochgeladen am Montag, dass sich was geändert hatte mit dem Equip, also mit dem Setup. Und das haben die jetzt wieder irgendwie geändert. Also ist Mirage jetzt auch wieder ein Grip schlechter geworden.
Und das verursacht natürlich eine komplett andere Spielmechanik. Ja, sowas. So, solange immer Nummern geändert werden, wissen wir als Spieler, dann ändert sich das komplette Spiel. Ja, so sehr schön hier von Charles Leclerc auf Platz 9, müssen aber jetzt auch pitten, versuchen jetzt hier so gut wie möglich zu blocken. Und dann kommen wir nochmal in die Pits und fahren auf Softs, müssen uns auch gar nicht anstrengen. Wenn wir hier unbedingt Positionen gut machen müssen, dann würde ich auch auf Medium rausfahren, aber das ist hier nicht der Fall. Also können wir hier ganz entspannt wieder auf Softs rausfahren und ein bisschen drücken, aber nicht unbedingt viel. So, kommt jetzt rein, sehr schön. Können wir Max bei Start und Ziel Gas geben und sonst eigentlich immer auf regulär jetzt hier fahren. Ist schade von Hutch. Ja, man weiß gar nicht, ob das wirklich auch von denen ist oder keine Ahnung, Leute. Es ist im Moment einfach so und ich hoffe, dass wir einfach in Zukunft ein paar Updates reinkriegen, die das Spiel ein bisschen schöner gestalten für uns, weil wir haben ja auch Spaß hier. Ja, wir wollen ja auch spielen, wir wollen auch natürlich, der ein oder andere lässt auch ein bisschen Geld in dem Spiel. Und ja, das ist halt wichtig, dass Hutch dann auch uns eigentlich mitteilt, was die auch verändern. Ja, das ist so meine Meinung darüber. So, die Alpines hier vorne, also das ist ja Wahnsinn hier. Esteban Ocon und Fernando Alonso, die stehen sich ja selber im Weg, wie wir das ja auch sehen hier. Da werden wir wieder ein bisschen Gas geben, haben auch Platz 19 klären können. Der Gegner muss jetzt mit einem Fahrer rein, das ist hier mit George Russell, der ist nämlich auf Medium, ist schon fast platt. Wir können jetzt hier auch wieder einen leichten Sieg nach Hause fahren. Sehr schön. Mario, ja, aber bin bei Serie 11 durch kein Hydra, nix, kein 11-Teil, weil wir soll ein Spieler wie ich Champions mal fahren oder weiter Spaß haben. Also die Saison, wir sind ja noch ziemlich am Anfang, ja, der Saison. Mario, wir spielen gerade mal seit 4 Monaten oder 4,5 Monate, 5 Monate ist das jetzt. So, wir haben noch 8 Monate vor uns. Also Champions, wenn wir Champions fahren können und wir können jetzt, sagen wir mal, Champions nach 6, 7 Monaten Saisonbeginn fahren, dann ist das ja eigentlich alles okay von Hutch. Ja? Dann haben die ja eigentlich alles richtig gemacht. Hutch erwartet nicht von uns, dass wir irgendwie mit 0 Euro oder sagen wir mal mit wenig Geld direkt in der Champions fahren. Ich habe das bei mir selber gemerkt. Ich bin Champions auch erstmal nach ein paar Wochen gefahren. Die ersten Wochen habe ich mich gar nicht qualifiziert gehabt. Trotz Serie 12 Teile. Ja. Ein Tipp, was ich dir als Tipp geben kann, Mario, halt deine Flaggen so niedrig wie möglich. Und ja, versuch einfach das Beste zu verbauen, was du hast. Ja, und das ist halt so ein Ding. Hutch macht es schon, also die Saison ist es wirklich schwer, weil es ist nicht etwas von Hutch, sondern es ist etwas von den anderen Spielern. Wenn du jetzt, sagen wir mal, wir hatten die ganzen Saison davor, dass wir wirklich wenig Spieler hatten. Das heißt, du hattest jetzt 100 Euro investiert und konntest direkt Champions fahren. Ja? So war das zumindest vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren. Dieses Jahr sind einfach zu viele Spieler da, die, sagen wir mal, 300, 400, 500 Euro, vielleicht auch 1000 Euro in dieses Spiel investieren. Diese Spieler haben natürlich dann auch Serie 11 und Serie 12 Teile dann teilweise schon auf 6, 7 oder sogar schon auf 8, also schon Max Upgrade. Das ist halt das Problem von Hutch. Wie will Hutch das jetzt regulieren, dass Spieler, die da irgendwie 500 Euro investieren, nicht gegen Spieler fahren, die plötzlich 0 Euro da investiert haben? Ich kenne einen Spieler zum Beispiel, der hat 5800 Flaggen, hat aber das ganze Equipment schon irgendwie auf 6, 7 und auf 8. Serie 11 und Serie 12 Teile reden wir hier. Natürlich ist dieser Spieler mit 5800 Flaggen in der Champions permanent auf Platz 1. Weil die Leute, die 5800 Flaggen haben, haben vielleicht gerade mal Serie 11 und Serie 12 Teile auf 2 oder auf 3. So, und das ist halt das Ding, wie will Hutch das jetzt so regulieren, dass das eine gewisse Fairness dort drin herrscht. Das ist sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Ja? Und das ist halt das Ding. Im Moment, was ich dir als Tipp geben kann, Mario, halt deine Flaggen so weit wie möglich unten. Versuch gar nicht die ganzen Serien komplett Max-Flaggen zu machen, sondern versuch einfach so schnell wie möglich in Serie 12 zu kommen, sodass du dann auch vielleicht Glück hast und in der Serie 12 grüne Kiste, dass du da vielleicht epische Teile drin hast und die dir dann helfen,
deine Serie 11 und Serie 12 Teile freizuschalten. Erstmal, ja. Und das ist halt das Ding, genau. Ibo, du weißt es auch, du spielst ja auch sehr, sehr viel, machst auch sehr, sehr viele Rennen. Es ist nicht leicht, es ist wirklich nicht leicht für Hutch. Dieses Jahr haben wir extrem viele Spieler, die neu dazukommen. Das ist aber immer so, neue Saison hat angefangen, dann haben wir plötzlich Tausende von Spielern, die anfangen. Das heißt aber nicht lange, das heißt aber nicht, dass diese Spieler selbst noch in ein paar Monaten dort sind. Ja. Pay to win, ja, Ibo, wie jedes Spiel. Jedes Spiel ist eigentlich Pay to win. Die Leute, die Geld investieren, haben natürlich auch Vorteile. Es geht halt einfach nur darum, wie viel Geld man investiert. Ja, ihr habt selber gesehen, wir sind jetzt hier gegen einen hier GWK Legends sind wir da gefahren, 1641, der hatte schon Flux auf Max. Und der Rest der Teile war auf 7. Leute, das ist nicht machbar hier mit 50 Euro. Der hatte 1641 Teampunkte, hatte aber Bottas mit selten drin. Das heißt, wenn er da seine besten Fahrer reinballert, dann hat er da 1850 oder so Teampunkte. Das ist schon viel Geld, was er da reingesteckt hat. Aber er verliert ja trotzdem, ja. So. Und das ist halt so das Ding. Ja? Genau, Mario, es reicht. Jeder hat so sein Ziel. Mein Ziel zum Beispiel ist, so nach 7, 8 Monaten, das heißt so in 3 Monaten circa, dass ich schon in der Champions mitfahre und mich dann auch schon so Top 5 bewege. Das wäre super. Natürlich wäre das beste Ziel, Platz 1 und Platz 2 in Champions zu fahren jede Woche. Aber das ist nicht machbar. Das ist wirklich nicht machbar, solange man wenig investiert. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, ich investiere 20 Euro in das Spiel jeden Monat plus Pitpass, sagen wir mal nochmal weitere 5 Euro, sind 25 Euro. Und dann sucht man sich bei einem von den 4 Grand Prix, die wir haben in dem Monat, sucht man sich dann ein Paket aus, wo man 20 Euro investiert. Dann kann man eventuell nach ein paar Monaten in der Champions mitspielen. Wenn man aber nichts investiert, dann kann man nicht in der Champions mitspielen. Nicht diese Saison, auf jeden Fall nicht. Machen noch zusammen hier die Kiste auf und dann verabschiede ich mich für heute. Hoffen auf ein episches Teil in der grünen Kiste. Erwartungen sind sehr hoch. Nein, ist nicht drin. Ja, dann hoffen wir auf unsere seltenen Teile, dass diese auch hier langsam sich dem Ende neigen und dass wir die dann auch auf Max kriegen, weil das ist ja auch so eine Sache. Ich bin ja auch noch daran am Arbeiten, so gesehen den Güterhandel freizuschalten. Also ihr seht ja selber, das ist gar nicht so leicht. Das ist wirklich gar nicht so leicht. Und ich hatte Vorteile von der letzten Saison. Ich hatte 400 CC-Punkte oder so. Und die habe ich auch direkt ausgegeben. Ich werde nächste Saison, denke ich mal, meine Strategie ändern. Ja. Und ja, mal gucken. Wirklich, was da so nächste Saison halt abgeht. Aber wir konzentrieren uns noch dieses Jahr auf diese Saison. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, Leute. Ich weiß, unsere Community ist noch klein hier auf YouTube, aber wir arbeiten da dran. Deswegen, ich bedanke mich bei euch für jeden Klick, den ihr auf meinen Channel macht, für jeden Like, den ihr da hinterlasst. Und lasst uns weiter so machen. Lasst uns noch weiter Spaß haben in Zukunft. Den Spaß dürfen wir uns nicht vertreiben lassen, nur weil Hutch das irgendwie nicht so richtig regulieren kann. Deswegen, solange man Spaß am Spiel hat, fahrt eure Strecken, fahrt eure Rennen jeden Tag. Und wenn es nur ein paar Rennen sind am Tag, holt euch eure Kisten ab, macht den Speicher unten voll und ja, tut einfach die Kisten reinmachen, weil das ist so gesehen das Wichtigste. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei euch und wir sehen uns bei einem weiteren Video in den nächsten Tagen. Dankeschön und habt noch einen schönen Sonntagabend. Ciao!